Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente und ich begrüße euch ganz recht herzlich zurück bei L.A.Noire, wo wir tatsächlich irgendwie das Intro von diesem Fall nicht mehr bekommen haben, aber wir erinnern uns kurz zurück. Für euch ist es ja erst gestern. Da war so ein Boxkampf und augenscheinlich ging da irgendwas nicht so ganz mit rechten Dingen zu. Ihr genießt gerade online, ich glaube, Folge 51 und ich nehme jetzt erstmal neuen Stuff für euch auf. Na, wen haben wir denn hier? On? That son of a bitch Hammond has jammed the door. And who are you? Carlo Arcaro, I'm his manager. I'm his trainer. Interesting attitude to have towards a victorious athlete. Victorious? We had an arrangement. We had a goddamn arrangement! That limey bastard was paid to take a nap. He reneged. And you were out of pocket? Damn right. Me and a couple hundred other people. Stand aside. He squeezed out the window. I'll put an APB out on him. Why would we do that? He won the fight fair and square. To prevent him from getting clipped. He was paid to flop. There was big money riding on this So are we fight. here because you lost money or because we're investigating a prize-fighting racket? Very funny. Look around and see what you can find. Which is Hammond's locker? Over by the pinboard, second from the end. Haha, bei the Pinboard. Ist das hier das Pinboard? Ja. Aha. Das war ja easy. Ja, guck mal. Nummern. There's a phone number we can run by R&I. Ach, da unten die. Plus a bunch of names and odds. You're not the only one who likes a flutter, Roy. Ich finde es vor allen Dingen spannend, dass wir jetzt einen Fall mehr oder weniger untersuchen, weil, ich glaube, das ist nicht wichtig, weil Roy hier Geld verloren hat. Ich mag ja Roy sowieso so unglaublich gerne. Ich hoffe, wir kriegen noch mal einen sympathischen Partner, der... Oh, guck mal, halt. Da, Zeitung. Dann Cutscene. You look troubled. I'm in a jam, Doctor. Can I help, Courtney? Is it money? No, Doctor. That's okay. Do I have your professional confidence? Whatever you say, we'll never leave this room. I talked some of the guys in my old unit into doing something, and it's gone wrong. I guess I did it for the wrong reasons, for short-term gain. We came home from China on the Cool Ridge. The morphine robbery. That was us. I thought I could get the guys a fair share. Some sort of benefit for the sacrifices that they made in the war. Those guys deserve it, Doctor. Oh, I'm sure they do, Courtney. But the deserving aren't always rewarded. Tell me about it, Doc. We shifted our stuff onto this mob-connected guy, and it's been turning up all over town. It wasn't meant to be like this. The presumption was rather naive, Courtney. I know that now, Doctor. But people are dying. Might I venture a few questions? Sure. Do your underworld contacts have all the morphine? No, they don't. We doled it out, hoping we could control it. Are they pressing you for further allocation? That's the polite way of putting it, Doctor. I may be able to help you, Courtney. Thanks, Doc. It helps just to talk about it. I mean, I have a solution that will help you financially and salve your conscience. I'm all ears, Doctor. I will transact to take all the narcotic off your hands, and you can rest assured that it will all be medically administered. I will use the funds that I no longer require for the purchase of medication and invest them in housing developments. Housing? The developments in question are housing projects for former servicemen. Your return will come from the sale of the properties, and your investment will benefit those that you care for most. Does this arrangement meet with your approval? You're a magician, Doctor.
Irgendwie hängt diese Side-Story ja mit dem Morphin zusammen, wo wir ja neulich mal die erste Spur für gefunden haben, aber so richtig so richtig okay. So richtig den Zusammenhang konnte ich noch nicht schließen. Die Musik ist aus. Das ist das erste Mal, dass mir das auffällt. Oh, guck mal, wir können zum Spiegel angucken. Oh, wir sind schön. Oh. Hier hängt ein Handtuch. Das ist sicherlich ein tragkräftiger Beweis. Ja, außer der Telefonnummer haben wir nichts, oder? Halt, hier war noch ein Bling-Bling. Hier, irgendwo waren da. Ach so, das Fenster. Ja, klar. Ja, da kann man richtig viel sehen. Tja, also wir müssen den finden, bevor die Bösen den finden, weil die Bösen ihn sonst verhauen, Schätzung. You better find that cocksucker and you bring him to me. I feel bad too, Mickey. He guaranteed me he would take the flop. I guarantee that you will be fish food if you don't bring me... Roy, you out of pocket too? Mickey? Seems that way. Don't worry about it. My boys are out looking for him. Well, you'd better call them off. This is a police matter now. If anything happens to Hammond, I'll testify that you made threats against him. Who's the Greyhound? He's a frisky one, isn't he? Cole Phelps? Mickey Cohen. I know who he is, Roy. I, met his brother-in-law. Oh. I think you had the mixture pretty scared back there. Das ist wohl aber einer, den man nicht unbedingt einschüchtern sollte, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Hier soll irgendwo ein Telefon. Ach, da. Telefon. Rufen wir doch einfach mal bei der Nummer an. Operator, give me R&I. Oder so. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an address for the following phone number. AL345. The address for the phone number is the Hotel L.Noire, 6294 Leland Way, Hollywood. Thanks. Dann gehen wir uns das Hotel You know L.Noire the place? angucken. Flophouse. Quarter a night, no questions asked. Oh, geile Autos. Geh du mal ruhig zu deinem Auto. Ich gucke mir die anderen an. Ich überlege, welchen. Der gelbe sieht geil aus. Der weiß aber auch. Wir nehmen aber mal den gelben. Das Postauto. Der ist ja richtig heiß. Ja, da wollen wir hin. Das ist der Buick Custom. You seem to have a pretty cozy relationship with Cohen and Stompanato. Der ist Do aber I auch note a sexy hint of hier. reprimand in your tone, Detective? Talking to gangsters comes with the turf. You should try out Mickey's place. He's got a haberdasher's up on Sunset. See if he can get you out of those old man's clothes that you slink around in. It's a front for his illegal activities. It is that, but he does carry some very sharp suits. If it's okay with you, I'll stick with Brooks Brothers. Tja, scheint so, als würde Mickey Cohen, der sieht hier noch cool aus. Der hat sogar so eine Art Rennstreifen vorne drauf. Sieht so aus, als würde Mickey Cohen auch eine Menge Polizisten unter seinem Gürtel haben. So. Und Roy ist da keine Ausnahme. Mensch. Was machen wir nur? Ich finde das krass, dass Cole das halt auch einfach so hinnimmt. Ich meine, Cole ist ja doch schon irgendwie so ein bisschen der very good guy. Und da finde ich das schon faszinierend, dass der so eiskalt sich das gefallen lässt, wenn Roy ihm mehr oder weniger ins Gesicht sagt, dass er halt bei einem Oberkriminellen in der Stadt einkauft. Aber dass das halt auch alle wissen und irgendwie scheint da ja keiner was gegen zu unternehmen, ist ja auch so eine Sache. So, wie komme ich denn da jetzt hin? Shit, hier geht's nicht weiter. Kann ich hier aussteigen? Ah ja, okay. Geschickt eingepackt, Ente. Geschickt eingepackt. Super. So, haben wir jetzt hier
Oh, guck mal, ist unser Auto wieder da. Suchen wir jetzt quasi Hammonds, wie hieß er? Albert Hammond oder so? Yeah, what do you want? LAPD. Genau. We're making inquiries into the whereabouts of an Albert Hammond. No one here by that name. You sure? Sure, I'm sure. This isn't the sort of place where people use their real names. Take a look at the register if you don't believe me. Well, you don't see that every day. Is somebody gonna tell us what the hell's going on? Okay, so look for prominent Tommies. That should narrow it down. Aha. Ist natürlich auch witzig. Jetzt müsste man natürlich klug sein und Tyrone Power. Oh, Shirley Temple kenne ich auch. Marilyn Monroe ist auch geil. Humphrey Bogart, auch geil. Winston Churchill, das ist ein berühmter Engländer, das kann ich zumindest schon mal sagen. Kenne ich hier noch irgendwen wieder? Oh je, Allgemeinbildung, Ente. Orson Welles ist auch, aber er war ein Amerikaner, meine ich. Ach, das sind alles Namen, die man kennen könnte wahrscheinlich. Hier nehmen wir Winston Churchill. Winston Churchill. Das ist der berühmteste Engländer, den ich da gefunden habe. Patriotic Englishman is staying in room 207. Yep. The old bulldog. Even at a flophouse, Adley can't get out from his shadow. Ach. Jetzt bist du aber ein bisschen, also jetzt übertreibst du aber. Ich wäre gerne mal Winston Churchill. Immerhin hat er auch schon gegen die Daleks gekämpft. Ach Mensch, ist das convenient. Guck mal. Oh, hier sieht's auch gut aus. Door's unlocked. Are you liquored up? Looks like he's had a broad up here. Ah, Elvira Hammond. He must be heading home. You know, I hope he makes it. That crooked son of a bitch? No chance. Your boy done good. Hey, buddy. You dropped something? Ach, Elvira ist nicht seine Frau, sondern wahrscheinlich seine Mutter. Und er hat ihr geschrieben, ich bin bald zu Hause. Dein Junge hat was Gutes gemacht oder hat's gut gemacht oder hat auf jeden Fall... Ah. Na dann. Pralinen für mich. Lecker. Does Albert have somebody special? I didn't see anyone in his corner at the fight. Ja, da können wir nicht wirklich was mit machen. Gut, Pralinen. Aber vielleicht haben sie seine Freundin bedroht oder seine Frau, wenn er schon so Pralinen hat. Ah, halt. Aha, welchen Film haben sie gesehen? I guess a fighter has plenty of time on his hands between bouts. Weiß nicht, ich denke, die werden viel üben, oder? Instaheat. Adrian Black's product of choice. Seems like a lifetime ago. Tja, guck mal, Parnell Soup Company haben wir auch. Das ist ja geil. Instaheat hatten wir schon, Parnell Soup Company hatten wir. Ach ja. Was haben wir hier noch? Könnt ihr hier tatsächlich diesen ganzen Artikel lesen. Der ist tatsächlich echt so gut gerendert, dass man den lesen kann. Das ist schon nicht schlecht. Oh, hier, da steht was drauf. Guck mal, das nehmen wir doch schon mal. Candy Edwards. Candy has expensive taste. Albert has his work cut out for him. Who's Candy? Candy Edwards, the lady who filled out this coupon. All right, let's go after his girl. See if that gets us any closer. Der war gerade erst noch hier. Gucken mal, das Ding dampft noch. It's still warm. Ja. Wenn der noch hier ist, sollten wir uns mit dem aber nicht auf einen Faustkampf einlassen. Hier ist ein Fenster offen. Ist der hier auch schon wieder abgehauen, als wir gekommen sind? Another window exit. Must have just missed him. Warum haut er denn durchs Fenster ab? Hat er uns kommen sehen? Hier ist noch was. Noch so ein Wettzettel. Looks like Albert has been doing some homework. 11 grand would be a nice little nest egg. Ja, wie gesagt, in den 40ern war das auch noch mehr Geld, als es das heute ist. Was haben wir hier noch? Oh, Zigaretten. Kann man da eine Marke oder sowas erkennen? You
this angle if he has a real love interest. Ach, da ist ein Lippenstift drauf. Na dann. Mhm. Achso, hier geht's wieder raus. Das wollen wir noch nicht. Wobei, viel mehr Raum hat das hier gar nicht, ne? Okay. Dann wollen wir vielleicht doch wieder raus. Was haben wir hier noch? Nix. Hier? Was ist das? Was ist das überhaupt? Ach so, so ein Mundschutz, oder? Na gut, dann auf zu Miss Edwards, Candy Edwards. Dup, dup, dup. Dip, dap, dup. Und dopp. Da steht irgendjemand, hat da sein Auto elegant gepackt. Der da hinten, der da so in dieser Haltebucht da ist, der hat ja richtig geil geparkt da hinten. Das muss man ja mal so sagen. Nee, warum ist das noch nicht durchgestrichen? Ich habe wieder irgendwas übersehen. Naja. Ärgerlich, aber passiert. Hammond is over the hill. He's a punching bag for the up-and-comers. Should know his goddamn place. I think he knows. I think he worked out the place isn't L.A. He's punchy. His brain's going to mush. Winston Churchill? Give me a break. Churchill is a fighter, Roy. Hammond didn't just scribble down the first name he could think of. So, you boxed in the Marines? We all did. Standard training. I can't imagine you ever played dirty. The only prize for taking a fall was 1,000 push-ups. Guck, Cole hätte sowas nie gemacht. Das will er damit sagen. So. Ach, die wohnt auch in einem Hotel? Wohnen die irgendwo in einem Haus oder in einer Wohnung? We need to know which room is Candy's. Ach nee. Can I help you? LAPD, ma'am. We're looking for Candy Edwards. Apartment 7. You take the outside stairs by the parking lot and turn left at the top. You friends of the Italian guy? Italian guy? Yeah. Sleazy type? Gave his name as Carlo. I didn't like the look of him, but Candy has some funny friends. Thanks. This Candy broad must be as sweet as she sounds. All these gentlemen callers. Tja, ist die Frage, ob das so ein Gentleman ist, der da kommt. Vielleicht ist das auch ein Dude von... Oh. Sounds like we're missing Candy? fun. Get in there, You know Phelps. where he's hiding. Now tell me where he is before I cut you. So. I told you I haven't seen him. Apartment 7. Das ist 8. Die unterhalten sich da und er will, glaube ich, auch Stress machen. Da. Oh, klack, klack. Wie war das nochmal? Like hitting women, do you? Zack. This isn't gonna end well for you, friend. Ich will den nicht packen. Der kann ja gar nichts. Easy. Sorry übrigens für das Plöng, da hatte ich mein Handy noch nicht auf lautlos gestellt. Neue Aufnahmesession. Da passiert sowas mal. Um einen bewusstlosen Körper zu untersuchen, das machen wir. Out cold, but breathing. Give her a minute and take a look around. Dem sollten wir mal Handschellen anlegen. Würde ich jetzt so sagen. Zum Glück ist das nicht Albert Hammond. Was hat der so dabei? Wer ist der? Hat er eine ID dabei? Der hat ein Messer dabei. Das sollten wir ihm definitiv... Nasty weapon. All the Italians carry them. A real man uses his fists or a gun. Ich finde so ein Messer auf jeden Fall männlicher als eine Pistole, lieber Ryan. Er steckt das einfach wieder zurück. Der wacht nachher auf und dann, naja, gut. Wir brauchen sowas wie einen Führerschein. Ich möchte gerne wissen, wer das ist. John Ray Wallace. Carlo here seems to have the same friends as Hammond. What are the odds on them all being bookmakers? Mhm. Wir wissen aber immer noch nicht, wer der Typ ist. Na gut. Dann lassen wir den hier erstmal liegen und kümmern uns nicht weiter darum. Was haben wir hier so alles? Einmal im Zimmer umgucken. Okay, dann fangen wir von links nach rechts an.
Was hat sie auf dem Essenstisch? Stühle, die wir umherkicken können. Ein Brillenetui, wenn mich nicht alles täuscht. Ah ja. Oh. Junk. Weiß ich nicht, was ist denn das? Das sieht aus wie so ein Zahn... Also so Zeug, das man beim Zahnarzt hat. Naja. Not our stuff. Doesn't give me anything to go on. Gut, dann halt nicht. Was haben wir hier? Ist das die gleiche? Das sieht aus wie diese Kinokarte. Nee, gar nicht. Das ist ein Zugticket? Oder sowas? Oder Busticket? Single ticket. One way. I guess there isn't a lot for Albert in Ohio. Muss ich gerade mal rausgucken, von wo nach wo. Candy fährt von L.A. nach Akron in Ohio. Okay. Scania sails from New York. Okay, auch gut. Ah, guck mal. Take a seat, Miss Edwards. We have some questions for you to answer. Vielleicht erstmal. Look, I haven't done anything wrong. Ever? I find that pretty hard to believe. Can you answer some questions now, Miss Edwards? Sure, I've had worse. I'll shake it off. Na dann. Dann erzähl uns doch mal was von dem Aufenthaltsort von Hammond. We're trying to track down Albert Hammond. We have reason to believe he might be in danger. Do you know where he is? No, I don't. I'm over Albert. I haven't seen him. Aha. Und ob das nun die Wahrheit, eine Lüge oder eine anzweifelbare Aussage ist, liebe Leute, das könnt ihr bis zur nächsten Folge überlegen. Und ich werde das auch bis zur nächsten Folge überlegen und in der sehen wir uns wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und sag ciao, ciao.